Herzlich willkommen im Nexus Exit. Wir waren im Nexus Exit Escape Room in Gelnhausen zu Gast und sprachen mit Betreiber Lex Lübke darüber, wie er Artisy Draft zur Umsetzung seiner aufwendigen Raumkonzepte nutzt, wie er als Game Designer Game Design für seine Räume einsetzt und was ihn dazu bewog, diesen Escape Room überhaupt zu etablieren. Erzähl doch einfach mal was über dich und das Konzept des Nexus Exit. Mein Name ist Lex Lübke und ich bin 36 Jahre, Vater einer wundervollen Tochter und ich bin im Herzen Game Designer, jetzt seit 10 Jahren auch schon tätig in der Videospielbranche erst und habe dann vor 2 Jahren so die Idee gehabt, geht noch ein bisschen mehr als Videospiele in Deutschland. Wo kann man denn Game Design noch gut einsetzen? Und dann habe ich erstmal einen ganz schlechten Escape Room gespielt, aber der hat mich dann im Endeffekt dazu gebracht, dass das geht doch irgendwie besser. Und dann haben wir vor 1,5 Jahren hier in Gelnhausen das Wagnis gestartet, einfach mal irgendwo in der Provinz einen Escape Room nach Game Design Kunst zu errichten. Und das Konzept ist zum Glück aufgegangen. Wir sind hier eine Zeitreiseagentur. Und wir sehen uns selbst weniger als Escape Room Center, sondern vielleicht vielmehr als ein Center für außergewöhnliche Erfahrungen. Und ja, genau, das versuchen wir unseren Kunden hier schon seit über einem Jahr zu bieten. Escape Rooms, temporäre Modeerscheinung oder gekommen, um zu bleiben? Momentan kommt es ja immer noch. Ja? Es gibt immer noch Leute, die Escape Rooms so nicht kennen. Da ist jeder sozusagen auch beauftragt, jeder Escape Room Betreiber da quasi Lobbyarbeit sozusagen zu machen, damit die Leute das mehr kennen. Da gibt es sehr viele Qualitätsschwankungen, ja, gerade so als für die Leute, die zum ersten Mal ein Escape Room machen, das ist immer so ein harter Punkt. Entweder fanden sie es gut, dann machen sie weitere, oder sie fanden es schlecht und werden nie wieder ein Escape Room spielen. Deswegen ist es generell wichtig, das Niveau ein bisschen so an sich anzuheben, damit das halt eben was Bleibendes bleibt. Es kommt jetzt gerade, viele haben es tatsächlich jetzt schon gespielt, es wird aber definitiv nicht dabei bleiben. Der Trend geht natürlich immer weiter, es muss intensiver, immersiver sein. Fototapete ist langsam nicht mehr so ein Thema für Escape Rooms, sondern es muss echtes Material sein, es geht um eine Hintergrundstory und da gibt es jetzt schon Trends tatsächlich und ich denke, das wird sich von diesen reinen Rätselraten in einem Raum irgendwann dahin zu entwickeln, dass es tatsächlich eine komplett immersive Geschichte ist, die man vielleicht sogar auch weiter erleben kann. Das bedeutet, nach dem ersten Besuch hat man Mission X erfüllt und beim zweiten Anlauf geht man quasi die Mission danach an, sodass man quasi wirklich hier so eine fortlaufende Geschichte mitkriegt. Und ich denke, Immersion ist da tatsächlich ein sehr großer Raum. Also da wird viel passieren in Zukunft noch. Bevor es an die handwerkliche Umsetzung eines neuen Raumes geht, steht ja wahrscheinlich erst einmal die Ideenfindung und Entwicklung eines theoretischen Konzepts. Wie dürfen wir uns das etwa vorstellen? Ja, das startet natürlich wie immer erstmal so grundsätzlich im Kopf. Ja, so, da schaut man dann so, was möchte man denn gerne machen, was sind denn die technischen Möglichkeiten, die man so hat. Und dann fängt das erstmal auf Zetteln an und dann brainstormt man so ein bisschen. In unserem Fall, da ich auch schon von damals ein bisschen Erfahrung hatte mit Artisy Draft aus der Spieleentwicklung, haben wir uns tatsächlich gleich von Anfang an für Artisy Draft entschieden. Denn es ist dann doch ein sehr schönes visuelles Tool. Neben dem Design nutzen wir das auch noch für sogenannte Reset-Listen. Das bedeutet, wenn der Raum einmal gespielt worden ist, was muss dann gemacht werden, damit er wieder im Ursprungszustand ist. Und klar kann man das jetzt mit einer Word-Datei machen, man kann das aber auch sehr schön visuell einfach verknüpfen, damit man weiß, das kommt dort rein, das kommt dort rein, das hängt mit dem Punkt zusammen und da ist uns Artisy tatsächlich von Anfang an eine recht starke Hilfe gewesen. Da würde ich nicht drauf verzichten. Kannst du uns anhand eines praktischen Beispiels zeigen, wie deine Anwendung von Artisy Draft aussieht? Ja, wir haben ja Artisy von Grund auf quasi im Design auch schon benutzt und wir haben nicht alle Features genutzt von Artisy, wir haben das mehr oder minder so als, sagen wir mal, Mindmap auf Steroiden genutzt. Und was für uns interessant war, war in erster Linie der Flow. Natürlich, um eben die einzelnen Stationen darzustellen. Wir haben die Entitäten benutzt, quasi um Objekte im Raum zu definieren. Wir haben Schauplätze genutzt, um
die tatsächlichen Räume von oben in der Top-Down-Ansicht zu zeigen. Ein großes Plus von Escape Room scheint gleichzeitig auch ein großes Manko zu sein. Durch die Einzigartigkeit des Spielerlebnisses ist eine Wiederspielbarkeit quasi nicht gegeben. Wie gehst du damit um? Ja, es ist so, wenn die Leute einen Raum gespielt haben, dann sind die in der Regel durch damit. Es gibt eigentlich keinen Grund, den nochmal zu spielen. Da gibt es natürlich noch ein paar Fanatiker, die das trotzdem tun. Aber dadurch, dass wir uns alle Betreiber sich untereinander nicht als Konkurrenten, sondern quasi als Mitbewerber sehen, arbeiten wir auch so ein bisschen zusammen. Sprich, wir schicken uns Kunden, wenn die einmal alle Räumlichkeiten durch haben, schicken wir die quasi zum nächsten und so weiter und so fort. Ja, es gibt jetzt Räume, die sind so gemacht, dass man die quasi mit einem Handgriff auch noch verändern kann. Das bedeutet, dass aus Mission Nummer 1 Mission Nummer 2 wird. Ja, das ist aber meistens, funktioniert das nicht so richtig, weil dann steht dann im Raum ein Objekt und da steht dann drauf, dürft ihr nicht anfassen, und das frisst natürlich auch schon wieder so ein bisschen die Immersion auf. Wir fahren da andere Wege. Also zum einen werden unsere Räume regelmäßig geupdatet. Das bedeutet, man erlebt hier eine fortlaufende Story, man macht etwas in Level 1 und irgendwann kündigen wir an, okay, der neue Raumriss steht sozusagen bevor und bald wird sich Level 2 eröffnen. Dann kommen erstmal alle Kunden, die Level 1 noch nicht gemacht haben, zum Glück. Und dann wechseln wir irgendwann quasi auf Level 2. Das ist mit einem Umbau tatsächlich verknüpft. Jetzt haben wir den Raum aber so designt, dass man diesen Raum mehrfach spielen kann, und da kommt dann so ein bisschen Game Design wieder so in... kann ich mir Game Design zu Nutzen machen, denn wir machen das, was bei Spielen die Grundlagen sind. Wir bauen Entscheidungen ein. Das bedeutet, die Spieler können relativ am Anfang ihrer Mission, werden sie eine Entscheidung treffen. In unserem Fall möchten sie Agent A oder Agent B befreien. Und wenn sie Agent A befreien, bleibt der Pfad von Agent B verschlossen und umgekehrt. Und so, das ist so mein Fix, wie man quasi Wiederspielbarkeit in Räumen schaffen kann, ohne groß rumzuarbeiten. Das ist aber am Ende designt man dadurch 2 Escape-Räume. Das bedeutet, auf Designerseite ist das definitiv fast mehr als doppelte Arbeit, weil die beiden Pfade müssen ja dann auch noch in sich stimmig sein, ja, für die Wiederkehrer. Also da ist eine Mordsarbeit, aber wenn man diese Mordsarbeit vorneweg reinsteckt, dann hat man hinten raus im Endeffekt wieder mehr von. Und den Kunden, die sind tatsächlich dankbar. Und hier habe ich so eine Ansammlung von mehreren Räumen, und ich hüpfe jetzt einfach mal in den Wachraum hinein. Und was wir hier gleich sehr schön sehen, ist quasi das komplette Raumprojekt, wie es der Spieler von A bis Z durchspielt, von vorne bis hinten. Und was wir hier haben, ist zum Beispiel unser linearer Weg. Ja, unser Raum hat einen parallelen Weg und einen linearen Weg. Die laufen unabhängig voneinander, treffen sich aber am Ende wieder. Und wie wir sehr schön sehen, haben wir hier auch farblich markiert die verschiedenen Events, Computereingaben, etwas, was technisch auf unserer Seite passieren muss, irgendeine E-Mail, die geschickt werden muss, Schlösser, die geknackt werden, kriegen halt quasi ihre eigenen Flow-Fragmente und ihre eigene Farbe. Hier in der Mitte teilt sich es dann quasi auch nochmal kurz auf in 4 Sachen, die man machen muss, wird aber dann wieder linear. Und wenn man das dann alles geschafft hat und hinten sozusagen den Tresor und somit das Ende des Raums geschafft hat, sieht man, hier kommt von unten noch was rein, und das ist halt eben unser paralleler Weg, während der obere, wie gesagt, linear ist, eins nach dem anderen, können hier die Spieler sozusagen sich verteilen im Raum, müssen einzelne Teile lösen, um halt im Endeffekt ganz hinten den Tresor zu öffnen. So nutzen wir hier die Flow-Fragmente, oben so ein bisschen noch die Logik, wie unser Alarmsystem funktioniert. Da haben wir so ein bisschen mit der Ja-Nein-Funktion gearbeitet von Artisy. Ja, das soweit zum Flow. Dann haben wir hier noch unsere Entities, die Entitäten, auch schön zugeordnet für jeden Raum. Und dann haben wir halt eben diese Entities mit grafischen Bildern versehen, das ist auch quasi gleich zu erkennen ist. Und alles, mit dem der Spieler quasi in irgendeiner Form interagieren kann, ist jetzt hier aufgelistet. Wir haben die so ein bisschen miteinander verknüpft. Das bedeutet, wenn du Schlüssel in Schreibtischschublade steckst, dann bekommst du die Blacklight raus. Also alle Objekte, die so im Raum sind. Und die wiederum haben wir halt in eine Top-Down-Ansicht unseres Wachraums gesetzt.
sodass wir halt quasi wissen, was, wo, wann, wie platziert werden muss. Genau, das ist also quasi, wie wir Entities und Schauplätze miteinander verwoben haben. Und dann haben wir eigentlich auch nur noch unsere Journeys, wo haben wir an erster Stelle genutzt, halt einfach, gibt es irgendwie Logiklöcher, fehlt irgendwo was, fehlt hier noch ein Schlüssel, bevor die das aufmachen können, einfach um so ein bisschen aufzuzeigen, was ist denn der tatsächliche Spielerweg, wo setzen wir die Höhepunkte, wo soll der Spieler was empfinden, und genau, da hat uns eben noch die Journeys sehr gut geholfen. Was hältst du von der aktuellen Entwicklung, dass Escape Rooms mehr und mehr auch für Human Resources zum Test von Bewerbern eingesetzt werden? Ja, sagen wir mal so, das macht natürlich Sinn. Disney macht das ja irgendwie auch schon. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Die haben ja einen eigenen Disney Escape Room für ihre Angestellten, wo die quasi auch erstmal durchgejagt werden. Es ist tatsächlich so, dass das in unserem Gefilde jetzt, wo wir jetzt unterwegs sind, nicht so sehr wahrgenommen wird, tatsächlich so Recruitment-Maßnahmen quasi darüber zu machen. Dennoch haben wir nächste Woche tatsächlich genau das passiert bei uns. Also da werden 8 Leute bei uns spielen und 11 weitere Leute werden dann über den Monitor zuschauen und tatsächlich deren Verhalten miteinander und deren Teamplay über den Monitor analysieren und bewerten. Ob es die beste Maßnahme ist, weil dann wird ja quasi aus dem Spiel schon wieder so ein ernstes, und das kann dann so zu Ellenbogen führen innerhalb des Teams. Wobei auch da sieht man dann wieder, wer bei einem Spiel schon Ellenbogen ausfährt, der wird wahrscheinlich das auf der Arbeit dann auch noch härter tun. Also ja, das funktioniert, man sieht definitiv, wie Menschen so drauf sind im Spiel. Da lassen sie ja quasi ihren Schleier fallen und es funktioniert. Was glaubst du? Wie werden sich Escape Rooms in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Denkst du, dass Dinge wie Virtual Reality oder Augmented Reality in Zukunft stärker mit eingebunden werden? Ich sag mal so, Escape Rooms sind ja tatsächlich aus den Videospielen auch geboren. Das heißt, die ersten Escape Rooms waren solche digitalen Escape Rooms, so mehr oder minder Point-and-Click-Adventures eigentlich, wenn man es ganz hart zurückbricht. Und ging dann sehr wohl bewusst in das Manuelle jetzt wieder halt eben anfassen, zusammen mit Freunden in echt halt eben die Objekte in der Hand haben. Virtual Reality haben wir zum Beispiel bei uns jetzt auch drin, und ich denke, dadurch, dass es generell das, was Escape Rooms machen, so eine relativ außergewöhnliche Erfahrung sind, was man nicht immer hat und auch nicht überall kriegt, bietet sich tatsächlich sowas wie Virtual Reality an sich anzubieten, definitiv an. Wir selbst haben einen Koffer zum Beispiel, das ist so wie ein Schnitzeljagd Outdoor mit einem iPad, und dort sind in der Stadt Patterns auf dem Boden, also Augmented Reality Patterns, und die scannt man dann quasi mit dem iPad ab. Dann erscheint da so ein Rätselkobold und der erzählt uns dann die Geschichte weiter. Also es ist schon alles da. Die Entwicklung wird definitiv immer technischer, ja, aber ich glaube eher, dass es dann eher so in 4D geht, sprich also Räume versprühen Wärme, man arbeitet mit Effekten, Feuer, Licht, bewegende Bodenplatten und sowas, dass man da eher in die Richtung geht, anstatt wirklich hardcore auf diese Virtual Reality zu arbeiten. Wir bedanken uns bei Lex Lübke für das Interview, wünschen ihm weiterhin alles Gute und freuen uns auf die Entwicklungen, die der Nexus Exit und die Escape Room Branche noch nehmen werden.